Hallo liebe Löwen, herzlich willkommen zu eurer Augustlegung. Das ist jetzt ja auch euer Geburtstag. Ja, Happy Birthday an alle, die schon hatten und in Herzen an alle, die es halt bald haben werden. In anderen Ländern darf man auch schon vorher gratulieren, aber ich weiß ja, in Deutschland sagen wir, das macht man nicht. Erstmal vielen herzlichen Dank. Ihr seid wieder die Ersten, die ich hier lege, weil ihr auch wieder diejenigen wart, die mich am meisten unterstützt haben im letzten Monat. Ihr habt super viel geschrieben in den Kommentaren und ja, wollte ich mich nochmal bedanken. Ich habe hier eine Dame, die mich gefragt hat, ob ich ihr die Adresse geben könnte von mir für eine private Legung. Ich mache aktuell keine private Legungen, weil ich einfach super viel eingespannt bin, auch mit meinem anderen Beruf. Aber ich habe ja das Angebot, oder habe ich hier angeboten, jeder, der die Kanalmitgliedschaft macht, ich glaube Stufe 2, könnt ihr euch mal angucken, das findet man, wenn man unter Kanalmitgliedschaft geht. Die ersten 3, die eine Kanalmitgliedschaft, so heißt das, abschließen, die bekommen von mir eine private Legung zum Thema eurer Wahl. So. Dann findet ihr mein Instagram, das ist mein privates Instagram. Ich habe in dem Sinne kein Karten-Instagram, unter My Journey of Happiness und darunter noch so ein Unterstrich. Das bin ich. Und ihr findet mich bei TikTok auch unter die Magie der Göttinnen. Das ist allerdings dann auf Englisch und das sind in erster Linie halt Shorts. Aber da findet ihr auch meine Legungen noch auf TikTok. Und da könnt ihr mich bei beiden auch immer gerne anschreiben. Ich weiß, bei YouTube gibt es nicht wirklich die Option, jemanden anzuschreiben. So, ihr hattet die letzten beiden Male auch mit Abstand die besten Legungen. Da habe ich dann auch leider so, also nicht leider, sondern ich finde es ja schade, so pessimistische Nachrichten drunter gehabt. So immer wird mir ein Mann versprochen und ich finde einfach keinen. Mädels, Jungs, ich will das hier ein bisschen so. Ich sehe mich hier nicht unbedingt als Wahrsagerin, sondern wir lesen hier Energien. Und Energien heißen auch immer manchmal, dass da auch ein bisschen so Themen auftauchen wie, woran müsst ihr arbeiten. Ich habe euch extra deswegen auch nochmal eine Legung aufgenommen, eine Auswahl-Tarot-Legung. Die blende ich, wenn ich dran denke, jetzt hier auch nochmal ein und setze sonst den Link auf jeden Fall unten in die Beschreibung. Diese Legung heißt, warum klappt es nicht mit der Liebe? Und wenn es mit der Liebe nicht klappt, dann hat das ganz oft damit zu tun, dass wir uns selbst irgendwie blockieren, energetisch durch vor allem negative Glaubenssätze. Und in dieser Legung, die ich da aufgenommen habe, vor ein bisschen mehr als einer Woche für euch, da könnt ihr euch genau das Thema einmal angucken. Warum es denn nicht klappt, ne? Warum hier Löwen Männer kennenlernen und die anderen Löwen nicht. Generell habt ihr Löwen sowieso immer eine super tolle Energie. So finde ich es zumindest. Wahrscheinlich genau, sind das dann auch die Energien, die zu mir kommen, beziehungsweise die Leute, die das prinzipiell meine Legungen so auch angucken von unter euch Löwen. Naja, und wir hoffen mal, dass es für den August, gerade um eurem Geburtstag rum, so schön weitergeht, wie es die letzten beiden Male war. Guckt euch auch immer gerne euren Aszendent oder Mondzeichen an, dann werdet ihr merken allerdings auch, wie gesagt, wirklich, dass ihr beide Male, die letzten Male, mit Abstand die beste Legung hattet und vorletztes Mal hatten die Zwillinge auch eine richtig gute Legung, weiß ich noch, also eine Legung, wo eigentlich nur tolle Karten kamen. Wir gucken uns jetzt den Löwen an für meine Löwinnen und Löwen für den Monat August. Zuerst mit meinen Karten das Orakel der Göttinnen und auch nochmal gesagt für Frauen und Mann. Ich rede sehr allgemein. Wenn ich spezialisiere zwischen Mann und Frau, dann werde ich euch sagen, es geht darum, ja, wo ihr euch wiederfindet im Zweifelsfall auch. Ne? Energien können sich ja auch umgedreht bewegen. Wenn hier bestimmte Leute drin auffallen, bestimmte Frauen oder Männer, dann sage ich das. Ansonsten ist das hier eine Single-Legung, aber du kannst natürlich auch trotzdem gerne gucken, wenn du nicht Single bist, weil hier kommen ja auch andere Themen. So, welche Karte darf sich hier dann als allererstes zeigen für den Monat August? Und da kommt sie schon, die Bewegung. Wunderschöne Karte, wie ich finde, eine meiner Lieblingskarten. Ist das so? Sieht gerade aus, wäre es ein bisschen dunkel. 444 sagt gerade übrigens meine Uhrzeit hier in diesem Video. 444, auch eine magische Zahl. No?
für die an Zahlen und Numerologie glauben. Und die Nummer 7, also auch eine sehr spirituelle Zahl, die Nummer 7, ist die Bewegung und die Rhiannon. Ich weiß ehrlich gesagt, ich gebe es euch ganz ehrlich zu, selber nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Karte, weil die steht hier sozusagen als Hauptthema für Bewegung, für Vorankommen. Das liegt daran, dass diese Göttin dafür bekannt war, dass sie auf einem Pferd geritten ist. Und das war natürlich ein übernatürliches Pferd, ne, ein göttliches Pferd. Und sie war eine Göttin. Und deswegen konnte sie schneller reiten als jeder Mensch auf dieser Erde. Auch natürlich hier, vielleicht fühlst du dich davon auch angesprochen, wenn du selber Pferde sehr gerne magst. Ist eine Karte, sozusagen eine Göttin, die sehr eng mit dem Pferd verbunden war, mit dem spirituellen Tier Pferd. Aber in dieser Karte, und das kennt ja alle dieses Mudra, was sie hier hat, ne? Das nimmt man natürlich auch, um zu beten zum Universum, um sich mit seinem Herzchakra zu verbinden. Aber es hat auch ein bisschen was immer für Vergebung. Und bei der Geschichte von dieser Göttin geht es auch ganz viel um Vergebung und gerade auch um Vergebung, wenn dir jemand Unrecht getan hat. In der Geschichte dieser Göttin heiratet sie einen Prinzen, der zum König wird, aus Liebe, also einen Menschen, kein Gott. Und weil aber der sie über alles liebt, aber weil der ganze Hofstaat das sie sozusagen merkwürdig findet, weil sie ist ja eigentlich eine Göttin und die sagen niemandem, dass sie eine Göttin ist, finden immer alle sie merkwürdig und dann wird sie am Ende und dann verschwindet das Kind von den beiden und es wird entführt. Aber man weiß halt nicht, wo das Kind ist und ihr wird dann halt vom ganzen Hofstaat unterstellt, man hätte sie dabei gesehen, wie sie das Kind umgebracht hat. Und ihr Mann weiß nicht, ob er das glauben soll oder ob er das nicht glauben soll. Und die fordern, dass sie umgebracht wird, ne, weil sie den Prinzen sozusagen, den Kronprinzen, umgebracht hätte, was sie natürlich nicht hat. Sie liebte ja ihr Kind über alles und dann hat er sie sozusagen verdonnert, Magd zu sein, weil umbringen konnte er sie nicht. Und viele, viele Jahre später stellte sich dann raus, hat jemand das Kind gefunden und es wurde sozusagen ihre Unschuld bewiesen und sie konnte wieder Königin werden und sie hat ihrem Mann auch verziehen, dass er sozusagen ihr in dem Sinne nicht geglaubt hat, sondern anderen, weil die Beweise sozusagen gegen sie standen, weil halt Menschen einfach fies waren und halt behauptet haben, sie hätten sie gesehen mit Blut an den Händen oder ähnliches. Also, wir haben in dieser Karte also auch durchaus immer das Thema drin, dass du Leuten vergibst, von Herzen vergibst, die dir sehr, sehr Unrecht getan haben. Und das ist auch immer gut für unsere eigene Energie und spirituelles Karma. Warum? Weil wir werden das immer alles mit uns rumtragen. Ne? Wenn Menschen uns Unrecht tragen und wir tragen diese Wut immer mit uns, dass dieser Mensch nicht an uns geglaubt hat, dass dieser Mensch uns im Stich gelassen hat. Und das kannst du auf jeden anwenden. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt um eine Liebesbeziehung gehen. Hier kann es ganz oft natürlich auch um familiäre Themen gehen. Ne? Deine Eltern zum Beispiel oder Freundinnen, aber auch also so Freundinnen-Themen zum Thema Liebe. Alles oft ist einfach nur eine Spiegelung dessen, was du schon mit deinen Eltern erlebt hast. Ne? Was ich vorhin schon eingehend gesagt habe. Ich sehe mich hier nicht nur als Wahrsagerin, das passiert im August, sondern mir geht es wirklich mehr darum, dass wir Themen aufdecken, die für dich eine Rolle spielen könnten, an denen du arbeiten kannst, damit du deine Zukunft so gestalten kannst, dass du in deine perfekte Version deines Lebens und deiner selbst kommst. Und hier, wie gesagt, spielt ein Thema eine Rolle, das ich hier sehe für viele von euch. Und ich würde jetzt wirklich auch dich darum bitten, einmal in dich zu gehen und dich zu fragen, um welchen Mensch, sowohl familiär gesehen als auch jetzt in der Gegenwart, geht es hier vielleicht, wo du das Gefühl hast, dieser Mensch sieht sozusagen nicht, sie hat dir entweder wirklich Unrecht getan, also irgendwie anderen Menschen was über dich erzählt, was nicht stimmt, dir nicht geglaubt, obwohl du die Wahrheit gesagt hast, oder halt im weiteren Sinne gesehen einfach dich nicht sozusagen in deiner wahren Größe gesehen, in deiner wahren Göttinnengröße, wenn du so möchtest. Und hier geht es wirklich darum auch, dass du jetzt mit diesem Menschen in eben diese Energie des Verzeihens kommst und sagst, dieser Mensch wusste es nicht besser, der hat es nicht gemacht, weil er mir persönlich Schlechtes wollte, vielleicht wollten mir andere Leute Schlechtes.
Die sind aber nicht die Menschen, die mir energetisch nah sind. Und wenn Menschen mir nicht energetisch nah sind und sie reden schlecht über mich, haben wir ja immer alle so diesen Hang dazu, das auch trotzdem persönlich zu nehmen oder uns zu fragen, was falsch mit uns ist. Und eines wirklich auch meiner persönlichen Themen, gerade in den letzten Monaten, ist wirklich darauf, auf gut deutschen Punkt zu geben. Was Leute über dich denken oder über dich reden, hinter deinen Rücken, mit denen du aber überhaupt keine persönliche, engere Bindung hast, es wirklich lernen, dass es dir egal sein kann. Es ist erst dann nicht egal, wenn Leute mit reingezogen werden, die dir wirklich persönlich wichtig sind. Darauf kommt es, wie gesagt, das ist ein bisschen das, was diese Karte für mich auch repräsentiert, jetzt auch in diesem Augenblick. Wenn Leute da reingezogen werden, die für dich wirklich eine persönliche Wichtigkeit haben, dann geh mit diesen Leuten sozusagen ins Verzeihen, aber nimm dir nicht zu Herzen, dass andere schlecht über dich reden. Und glaub daran, dass die Menschen, die dich lieben und die auch zu dir gehören, auch immer die Wahrheit früher oder später über dich erfahren werden, nämlich dass du nichts falsch gemacht hast. Aber wir gucken uns mal an, was hier noch so alles vorkommt, was es mit dieser Karte auf sich hat. Gehen wir ins Tarot. Da kommt schon ziemlich der Page der Schwerter. Hier gibt es also auch ein Wissen. Den Flipper. Nochmal Schwerter. Ja, also hier kommen Themen hoch. So, lass uns das gucken. Also, ja, das geht alles in eine ziemlich ähnliche Richtung. Haben wir sehr viele Schwerter. Schwerter können durchaus auch immer für so Streitigkeiten stehen, geht aber viel auch um Kopfthemen, ne? Was ich schon eingangs ebenfalls gesagt habe, auch um sowas wie negative Glaubenssätze über dich oder die Welt, über dich selbst. Mit dem Pagen der Schwerter haben wir das hier wirklich drin, dass hier irgendwelche, dass es hier wirklich aber auch für dich darum geht, dass du, oft ist das zum Beispiel auch so, wenn wir über Dinge reden, von denen wir vielleicht tatsächlich, ich sage es jetzt mal so auf den Punkt gebracht, mehr sehen oder mehr Ahnung haben als andere Menschen, also, oder das kann sowohl sein, so in unserem sozialen Umfeld gesehen, jetzt als auch spirituell, viele Themen aktuell, auch so politischer Natur, ne? Wenn man halt begreift, dass das ziemlich vieles davon einfach nur Schmierentheater ist, was wir hier so vorgespielt bekommen über den Fernseher, um uns hier alle bei Laune zu behalten und um irgendwie zu bekommen, was man möchte, dass wir möglichst viel und lange und arbeiten und uns alles gefallen lassen und ne, das alles. Und wenn du halt erkennst, dass das aber gar nicht eigentlich der Sinn deines Lebens sein sollte und dass wir eigentlich dahin manipuliert werden. Das ist jetzt ein Beispiel, ne, wenn du dich darin nicht wiederfindest und sagst, wovon redet die, ich bringe gleich ein anderes Beispiel, bist du in diesem Boot sozusagen nicht mit drin, aber ich glaube, die meisten von euch verstehen sehr wohl, wovon ich gerade rede. Und dann gehst du zum Arbeiten und dann erzählst du all deinen Kollegen davon, was du darüber so denkst, was da gerade so weltpolitisch passiert. Und dann bist du die Verschwörungstheoretikerin, die nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Solche Themen zum Beispiel, was ich mein Wissen. Genauso wie wir natürlich alle, die das hier gerade gucken, ne, spirituelle Themen interessieren uns alle, Kartenlegen interessieren uns alle. Ich meine jetzt auch ich mache das auf YouTube. Ich binde das natürlich nicht, ehrlich gesagt, jedem unter die Nase, den ich hier treffe, dass ich auf YouTube Karten mache, weil ich weiß ja, dass viele Leute sowas überhaupt nicht ernst nehmen oder denken, was stimmt mit der nicht oder was auch immer. Ich behalte sowas auch gerne einfach mal für mich. Aber wie gesagt, wenn du Sachen Leuten erzählst und die Leute fangen dann an, über dich zu reden und du glaubst aber an das, was du wirklich tust oder du glaubst wirklich an das, was du sozusagen glaubst zu wissen, dann musst du da auch wirklich eine relativ dicke Haut haben oder solltest du eine relativ dicke Haut haben und das an dir abprallen lassen, wenn Leute dann über dich hinter deinem Rücken reden, dass du ja nicht mehr ganz mit Schugge bist, auf gut Deutsch.
Weil hier mit den 5 der Schwertern haben wir nämlich natürlich genau diese Energie auch nochmal wieder gespiegelt, was ich eben gerade schon hatte, von dem, dass Leute in deinem Umfeld vielleicht schlecht über dich reden und das könnte dich sozusagen extrem, extrem verletzen. Und mit den 7 der Schwertern haben wir hier auch viel so eine 7 der Schwertern und 7 der Münzen. Also 7, 7. Wir haben hier schon mal die 7. Ne? Das ist für dich jetzt eine spirituelle Herausforderung mit so vielen 7 auch. Also zu deinem spirituellen Wachstum gehört genau das, worüber ich gerade geredet habe, dass du es nicht persönlich nimmst, wenn Leute sozusagen über dich anfangen zu urteilen, weil du weißt selbst am besten, wer du bist. Du musst andere Menschen auch nicht davon überzeugen, dass du gut bist, so wie du bist, oder dass das, woran du glaubst, oder das, was du glaubst zu wissen, richtig ist. Darüber rede mit Menschen, die dir nahe sind oder die ähnliche Meinung haben wie du. Oder du kannst natürlich auch mit anderen Menschen darüber reden und sagen, guck mal aber da oder Folgendes ist mir passiert. Das war ja eindeutig ein Zeichen vom Universum. Oder glaubst du nicht, dass hier die und diese politischen Entscheidungen ein bisschen fragwürdig sind? Ne? Aber dann darfst du es Menschen auch nicht übel nehmen, wenn die dich angucken wie Auto und dann hier halt den hier machen, wiep, wiep, an deinem, die hat ja Vögelchen, ne? Vögelchen. Hier steht wirklich für dich so ein bisschen an, dass du da so ein bisschen Herausforderungen hast mit deiner Umwelt, ne? Auch mit den hier 7 der Stäben geht es halt mehr so auch um Arbeitsumfelde. Ne? Wir reden hier tatsächlich, ich habe ja eingehend gesagt, wir reden hier nicht nur über die Liebe, auch wenn das eine Single-Legung ist. Das kann natürlich hier auch sein, Beispiel, du lernst jemanden kennen, ihr findet euch total toll, aber sein Freundeskreis, du merkst, sein Freundeskreis wird so gar nicht warm mit dir. Wäre hier zum Beispiel auch ein Beispiel. Oder du hast vielleicht gerade jemanden kennengelernt, weil das hatten wir ja zum Beispiel im Juli so gesehen, auch schon im Juni für euch angezeigt, dass viele von euch jemanden kennenlernen werden. Hier könnte drin sein, dass da zum Beispiel das Umfeld von deiner neuen Person, dass du das Gefühl hast, die werden nicht wirklich warm mit dir und du wirst damit vermutlich auch recht haben, auch wenn jemand anders dir sagt, das würde jetzt nicht unbedingt so stimmen. Dazu neigen dann ja Leute. Da wäre dein Gefühl durchaus richtig. Die können nicht so viel mit dir anfangen. Es ist aber wirklich für dich wichtig, es ist sozusagen deine spirituelle Lernaufgabe jetzt zu akzeptieren, dass nicht jeder Mensch auf dieser Welt dich mögen wird. Dass nicht jeder Mensch auf dieser Welt deine Ansichten teilt und dass manche Menschen vielleicht sogar schlecht über dich reden werden und was Dinge über dich sozusagen hier mit dieser Karte auch und hier auch mit den 7 der Schwertern, das ist auch so ein bisschen sich, weißt du, das hat so diesen... Auch mal das ist ein bisschen so eine Diebstahlkarte, ne? Versuchen mit Dingen davon zu kommen, mit einem Lügenmärchen über dich zum Beispiel davon zu kommen, über dich Geschichten zu erzählen, die nicht wahr sind. All das sozusagen ist so ein bisschen in dieser Energie drin, aber deine Lernaufgabe ist dabei, wie gesagt, mit den 3 Siebenen angezeigt für mich auch tatsächlich, dass das hier eine spirituelle Lernaufgabe für dich ist, dass du da drüber stehst. Dass du da drüber stehst und dass du vertraust, dass die Menschen, die dir nahe sind und die du wirklich in deinem Leben haben möchtest, vollkommen in Ordnung damit sind, was du sagst, was du tust und was du glaubst. Und der Rest muss nicht damit in Ordnung sein. Ne? Wir haben hier die 8 der Münzen drin liegen. Wie geht auch hier um Arbeit. Es ist wirklich hier die Arbeit an dich selbst, die Arbeit an das, was du glaubst. Ne? Auch was es jetzt um Arbeitsthemen geht, wenn du was anderes machen möchtest und die Leute lästern über dich, so nach dem Motto, das wird die eh nicht schaffen. Ne? Was hat die sich denn da in den Kopf gesetzt oder eher? Wirklich, wirklich, hier ist es wichtig, dass du bei dir selbst bleibst und dass du nicht annimmst, was andere Leute über dich erzählen. Und nochmal, auch mit dieser Karte hier, wenn es darum geht, dass jemand anders mit reingezogen wird, der dir wichtig ist, bleib einfach in der Gewissheit, dass diese Person schon früher oder später wissen wird, wer hier die Wahrheit sagt und wer nicht. Mit dem Ass der Stäben haben wir nämlich hier auch noch drin für dich auch nochmal, das ist auch nochmal so eine Erleuchtungskarte, Neuanfang, aber auch die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ne? Für dich selbst einstehen ist das Thema im nächsten Monat. Für dich selbst einstehen, aber halt wirklich mit dem Kraft, mit deiner inneren Kraft aus dir hinaus. Also du kannst natürlich verteidigen, woran du glaubst. Du kannst natürlich mit Menschen darüber reden, was wahr und was falsch ist in deiner Welt, in deiner Realität, aber hau denen die Keule nicht auf den Kopf, weil das wird nichts bringen.
Menschen glauben, woran sie glauben wollen, und du sollst einfach bei dir selber bleiben und es nicht anfangen, dich sozusagen runterziehen zu lassen, wenn Menschen nicht mit dir einer Meinung sind oder der Meinung sind, sie wissen irgendwie alles, sie haben sich jetzt eine Meinung über dich gebildet und behalten die auch noch nicht mal mehr für sich, ne? Kannst du trotzdem deine Meinung über diese Leute für dich behalten und hier einfach in die Vergebung gehen mit diesen Menschen und dir sicher sein, dass das alles sozusagen früher oder später auf diese Menschen zurückfällt und nicht auf dich. Guck mal, wird auch schon gleich schöner dann. So. Hoppa. Hoppala. Hoppa, Gammon Style. So. Ei, guck. Also ich habe hier als erstes nochmal liegen umgedreht, fangen wir an mit dem Ritter der Kelche. Ne? Wir gehen hier chronologisch vor sozusagen, es ist nicht chronologisch gelegt, also bitte versteht das nicht falsch, das ist jetzt nicht hier 1. August, 2. August, 3. August, 4. August, so meine ich das nicht, aber so sozusagen in der Abfolge, wie ich es so sehe, interpretiere ich. Mit dem Ritter der Kelche, der aber umgedreht ist, kann das sein, dass du hier von jemandem eine Entschuldigung erwarten würdest, eben auch gerade mit dieser Person, die dir nahe steht, vielleicht mehr als von den anderen Menschen, die da irgendwie mit involviert sind. Und ich muss dir sagen, dass diese Entschuldigung wahrscheinlich auf sich warten lässt oder nicht in der Art und Weise vorgetragen wird, wie du sie dir wünschen würdest, wenn es darum geht, dass diese Person sich entschuldigt. Aber hier ist auch trotzdem so ein Don't Worry drin liegen. Es geht hier wirklich für dich um die Aufgabe, dass du bei dir selber bleibst und sozusagen dir nicht dein eigenes Licht ausknipsen lässt, so würde ich es sagen. Ne? Lass nicht deine Energie, lass nicht zu, dass andere Leute deine Energie dimmen, weil du sozusagen von was überzeugt bist und auch von dir selbst. Und hier geht es auch um dein eigenes Selbstbewusstsein. Andere Menschen mögen das manchmal nicht, wenn du selbstbewusst bist. Andere Menschen werden neidisch, wenn du in den Raum kommst und redest und du hast einfach ein Selbstbewusstsein und eine Selbstverständlichkeit, was auch Löwen ja wirklich auch für bekannt sind, in so einen Raum zu kommen und so einen Raum zu erstrahlen. Und das hier ist es wirklich für dich jetzt super, super wichtig, dass du dir das auf keinen Fall von irgendjemandem nehmen möchtest, der einfach nur total neidisch auf dich ist. Ne? Hier sind Neidthemen bei dir mit da drin. Die Personen sind neidisch. Wenn du jemanden gerade kennengelernt hast, die haben Angst, dass du ihnen da jemanden wegnehmen könntest. Es geht nicht immer unbedingt um dich persönlich. Es geht einfach darum, dass du andere Menschen irgendwie mit deiner Ausstrahlung Angst machst. Und das sollst du bitte als ein Kompliment jetzt sehen, wenn ich das so sage. Und weiter daran glauben, dass du großartig bist, so wie du bist. Oder dass du tatsächlich einfach mehr Wissen hast hier auch als andere. Und dass du dir das nicht wegnehmen lässt von anderen. Und dass du nicht sozusagen dein Selbstbewusstsein dann daraus ziehst oder die Schuld- und Vergeben-Frage davon abhängig machst, ob diese Person jetzt eine gute Entschuldigung dir entgegenbringt oder nicht, sondern wirklich, dass du einfach bei dir selbst bleibst und sagst, ich lasse mich sozusagen meine Laune nicht davon beeinflussen, das, woran ich glaube, nicht daran beeinflussen, den Glaube an mich selbst nicht davon beeinflussen, ob andere Leute sich jetzt sozusagen mir gegenüber korrekt verhalten. Was haben wir hier mit der Sonne und dem Stern? Also Sonne und Stern haben wir hier nebeneinander zusammen liegen. Du sollst weiter an dich glauben. Du kannst ganz viel erreichen. Und hier geht es auch wenn es hier um eine zwischenmenschliche Beziehung mit jemand anderen geht, dann geht es wirklich darum, dass diese Person noch mehr Respekt vor dir haben wird und dich sozusagen noch mehr respektieren wird später und bewundern wird dafür, dass du tatsächlich in diese Kraft kommst, zu sagen, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich hier akzeptiert werde oder dass meine Meinungen akzeptiert werden von deinem Umfeld. Das ist dein Umfeld, ist nicht mein Umfeld. Wenn du mit mir zusammen sein möchtest, ich will auch mit dir zusammen sein. Ich finde, wir haben eine wunderschöne Zeit. Ich gebe auch gerne jedem Menschen eine zweite Chance. Aber ich werde mich nicht sozusagen nochmal in eine Situation begeben, wo deine Leute mir das Gefühl geben, dass ich nicht so gut bin, wie ich bin. Oder wo sie mich irgendwie versuchen, hintenrum irgendwie klein zu machen.
Das gebe ich mir nicht nochmal, das muss dir vorher klar sein, bevor ich mich noch jemals wieder in diese Situation mit diesen Menschen begebe. So als Beispiel. Ich glaube an mich, ich glaube an meine Träume. Ich lasse mir von niemandem, der mir nicht wirklich, noch nicht mal wirklich nah ist, meine Träume kaputt reden oder irgendwas. Solche Energie brauche ich nicht um mich herum. Stehe für dich selber ein. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Ne? Wir haben hier die 5 der Münzen liegen. Es geht hier wirklich darum, dass man auch, ne, das siehst du ja auch, das sind 2 Leute, hinter ihnen sozusagen dieser Schnee. Die sehen sozusagen nur, dass es gerade kalt ist. Die sehen gar nicht, was sie aber eigentlich schon, dass im Hintergrund sozusagen hier die Pflanzen schon wieder anfangen zu blühen. Hier geht es wirklich darum, dass du vielleicht gerade wirklich, oder dass es hier darum gehen könnte im August, dass du mit zwischenmenschlich gesehen, nochmal mit den 5 der Stäbe hier, dass es hier zwischenmenschlich gesehen ein bisschen frostigere Zeiten auf dich zukommen. Eben wie gesagt, es geht hier um eine bestimmte Person, die dir eigentlich sehr nahe steht, die aber hier auch ein bisschen sehr beeinflusst wird von anderen Menschen. Wie gesagt, wenn das für dich jetzt kein Liebesthema ist, also gerade in dieser Legung kann das auch wirklich sehr gut ein Arbeitsthema sein, ne? Also bei deiner Arbeit, dass deine Kollegen anfangen, schlecht über dich zu reden, dass du irgendwie gar nicht mehr gerne in die Firma gehst, ne? Weil du hier auch mit dieser Karte so ständig das Gefühl hast, dass du hier in Konkurrenzkampf mit anderen bist oder dass du dich hier ständig beweisen musst, ne? Hier geht es wirklich darum, dass du niemandem irgendwas beweisen musst, außer dir selbst. Und das ist wirklich wichtig, dass du dir das jetzt wirklich jeden Tag am besten sagst. Ich muss niemandem was beweisen, außer mir selbst. Ich bin gut so, wie ich bin, so wie ich bin. Andere müssen mich nicht lieben, aber andere haben mich zu respektieren, ne? Und ich lasse mich von anderen auch nicht sozusagen klein machen. Aber wenn andere nichts Besseres zu tun haben, als hinter meinem Rücken schlecht über mich zu reden, ne, wie heißt das Lied von den Ärzten, lasse Leute reden, ne? Sie haben ja nichts Besseres zu tun. Es ist ihr einfaches Leben, was sie quält. Und der Tag wird interessanter, wenn man Märchen erzählt. Das, ne? Hör dir das an, mach dir das an, sing dazu mit. Ich finde das immer sehr hilfreich, gerade wenn man in so Situationen ist, wo man denkt so, oh, habt ihr echt nichts Besseres zu tun, als über mich zu lästern und was fängt mich jetzt doch an, irgendwie anzufassen, ne? Ein wundergutes Lied dazu. Da kriegt man gleich wieder bessere Laune und kann das mit mehr Ironie betrachten. Wir haben hier auch den Papst drinne. Das heißt, also auch gerade wenn es hier um Liebesthemen geht, nochmal, ne, auch was ich hier erzählt habe, was zusammengehört, wird auch zusammen sein. Was zusammengehört, wird sich auch nicht auseinanderbringen lassen von Menschen im Umfeld, die anfangen, irgendwie negativ zu reden. Und da geht es wirklich darum, aber auch, dass du das Vertrauen daran nicht verlierst. Also, dass du nicht das Vertrauen in den anderen Menschen verlierst, weil er sich kurzfristig sozusagen manipulieren lässt von seinem Umfeld oder sagst, ja, dieser Mensch ist es nicht wert, dass ich mit diesem Menschen weiter überhaupt kommuniziere, wenn er sich manipulieren lässt von anderen und so weiter, sondern wenn du wirklich ein tiefes Gefühl für diesen Menschen hast und dich wirklich sozusagen tief zu diesem Menschen hingezogen fühlst, dann guck lieber halt dieses Verratsthema an, was wahrscheinlich schon in deiner Kindheit irgendwann vorkam und versuch dich nochmal mit diesem Kindheitsthema auch zu beschäftigen, woher das bei dir kommt und warum dich das sozusagen so anfasst, wenn irgendjemand aus dem Umfeld anfängt sozusagen zu manipulieren gegen dich und beschäftige dich mit deiner eigenen Seele und warum es so weh tut und gib diesem Kind, was das wahrscheinlich schon in irgendeiner Form mal erlebt hat, Liebe. Aber wenn jemand zu dir gehört, dann fang nicht an, diesen Menschen jetzt dafür sozusagen zu hassen, dass er manipulierbar ist, weil du bist es vielleicht eher weniger. Ich würde jetzt auch von mir nicht sagen, dass ich jetzt leicht manipulierbar bin, aber im gewissen Maße, gerade von Menschen, die uns sehr nahestehen, wir geben nun mal sehr viel auf die Meinung von Menschen, die uns nahestehen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und natürlich fängst du an, dann darüber nachzudenken. Also wenn es jetzt andersrum ist und deine Freundinnen kommen jetzt und sagen, ja, guck mal, der hat aber sehr komische Weltanschauungen. Also wir wissen jetzt nicht, ob das gut für dich ist. Also ich mag diese Energie irgendwie gar nicht von dem. Also du würdest ja schon darüber nachdenken. Du würdest vielleicht deswegen nicht gleich Aktion ergreifen und sagen, ja, du, meine Freunde mögen dich alle nicht oder irgendwas. Aber wie ich ja sage, hier geht es ja vielleicht auch mehr darum, dass du das merkst. Der Mensch muss es dir ja noch nicht mal auf dem Silbertablett servieren und sagen, meine Freunde mögen dich alle nicht. Aber hier geht es so ein bisschen um dieses Thema, dass du
Also zumindest spüren wirst vermutlich, dass hier Leute sind, die nicht für dich sind. Und das kann natürlich bei jedem von euch ein anderes Ausmaß haben. Aber hier geht es wirklich darum, dass du auch, dass du bei dir bleibst, aber auch dem anderen sozusagen dann nicht das Messer anfängst in den Rücken zu rammen, weil er sich sozusagen von seiner Außenwelt manipulieren lässt, sondern und auch nicht anfängst dann hier eben die große Überzeugungsarbeit zu leisten darüber, wer du bist oder was du kannst oder was du glaubst, sondern dass du wirklich einfach bei dir bleibst und sagst, es wird sich schon alles klären, was zu mir gehört, gehört zu mir. Also ich kann es nur nochmal wiederholen, das habe ich ja eben gerade schon gesagt. Wir haben als letztes hier noch diese Ausgleichskarte drin, das ist immer hier, immer in fast jedem Tarot dargestellt mit einem Engel, der hier von einem Krug in den anderen gießt, und das ist wirklich auch diese Dinge achtsam machen, Dinge und auch verstehen, dass man an manchen Punkten hier auch Geduld haben muss mit anderen Menschen, dass andere Menschen einfach oft nicht so weit sind wie du, ne? Und dass du in Geduld und Liebe auf andere Menschen weiterhin zugehst, auch wenn sie das für dich nicht tun können, hast du immer an mehr Größe gewonnen am Ende des Tages, wenn du mit Größe auf andere Menschen zugehen kannst. Lass uns dann noch ein Liebes-Orakel-Kärtchen rausholen, bevor wir in die Affirmationen gehen. Was ist denn hier noch drin? Aha, guck. Ja, Watching, also Sonnengläser, obwohl das ist eigentlich mehr so eine richtige Brille. Verstehe ich nicht so genau, warum das Sonnengläser heißt. Und hier geht es so auch um Beobachten und Stalking. Das ist genau das, was ich halt schon gesagt habe. Also hier gibt es Leute, die haben dich sehr unter Beobachtung und die wollen vermutlich nicht dein Bestes. Ob das jetzt, wie gesagt, bei der Arbeit ist oder ob es darum geht, dass du gerade jemanden kennenlernst, ob das irgendwie in deinem Freundeskreis gerade eine Rolle spielt. Also hier geht es wirklich darum, dass hier Leute, und ich habe das Gefühl, für einige geht es wirklich darum, um irgendjemanden, den du gerade kennenlernst, wo die Freunde, Familie jetzt nicht auf Anhieb super Fans von dir sind. Du stehst da sozusagen unter Beobachtung und du merkst, dass du unter Beobachtung stehst. Aber wie gesagt, lass dich davon nicht beeindrucken. Guck mal, als erstes ist gesprungen der Blowing Kiss, der aufgeblasene Kiss, der ist hier mit diesem Kaugummi abgebildet. Ja, und hier geht es wirklich um, wie sagt man auf Deutsch, Unconditional Love, also bedingungslose Liebe, geben und nehmen, Fairness und Liebe und dass du auch zurückbekommst, was du verdienst. Und hier geht es aber mit der Liebe, der bedingungslosen Liebe, auch dafür, dass du diese bedingungslose Liebe für dich hast, aber eben auch für deinen Umkreis. Also, dass du einfach in Liebe verstehst, dass andere Menschen, was so spirituelle Themen angeht, politische Themen, wenn es darum geht, was du für Ideen hast für deine Zukunft, die irgendwie unkonventionell sind, dass die anderen Menschen das nicht verstehen müssen. Die müssen das auch nicht beklatschen. Die einzige Person, die das beklatschen muss, bist du. Nicht mal dein jetziger Partner muss das aktuell beklatschen. Es ist immer schöner, wenn sie das tun, aber wenn sie es im Moment nicht können, sei dir bewusst, jemand, der dich wirklich, wirklich liebt, der wird trotzdem immer hinter dir stehen. Und der wird auch erkennen, wenn er Fehler gemacht hat. Dem musst du nicht erklären, dass er einen Fehler gemacht hat. Dann bleib einfach wieder bei dir und warte darauf, dass dieser Mensch merkt, dass er einen Fehler gemacht hat, was hier angezeigt ist, früher oder später. Und auch wenn eine Entschuldigung kommt, die irgendwie nicht so richtig ist, wie du es dir vorstellen würdest, du hast immer das Recht zu sagen, du, das ist für mich jetzt aber echt keine super tolle Entschuldigung gewesen, das war jetzt irgendwie ein Ausredenkatalog, das hilft mir nicht so wirklich weiter, aber trotzdem bleibe auch mit dieser Person so zu sagen, okay, sie hat es nicht besser gewusst gerade. Ne? Das haben wir hier drin liegen, weil wir haben hier schon so eine Liebe drin liegen, die durchaus sozusagen wachsen kann, blowing, ne? Aufblasen, aber vielleicht auch andere Leute blasen Dinge eben auf um euch herum. Also merk einfach, das ist das hier, wie mit der Kaugummi, ne? Jemand bläst hier gerade so eine riesengroße Luftblase auf um dich herum, von vielleicht auch irgendwelchen Stories oder Ideen über dich, die einfach nicht stimmen, aber dieser Ballon wird platzen, ne? Es wird rauskommen, am Ende des Tages wird es rauskommen, dass diese Person einfach kein Fan von dir ist und dir einfach schlecht nachredet. Und was die Liebe angeht, haben wir hier auch weiterhin Leidenschaft liegen, ne? Und große Anziehungskraft, auch ähnliche Interessen und auf jeden Fall, dass man viel Spaß miteinander haben kann. Also bleib
genau dabei, ne? Auch wenn es um die andere Person geht oder du lernst jemanden kennen und der vertritt eben auch vielleicht nicht unbedingt deine ganzen Ansichten. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Es geht aber, solange du Spaß mit dieser Person hast, solange du sozusagen ja, eine gewisse Leidenschaft für diese Person empfindest. Ist auch immer so ein bisschen so, lernen wir ja auch voneinander. Wir müssen nicht immer und überall einer Meinung sein. Also zwischen euch beiden ist eine große Leidenschaft und die wird sich auch nicht, da wird auch niemand anderes kommen können und sie dir wegnehmen. Hier ist noch eine, sehe ich gerade zur Seite gefahren, das ist die Zeit. Und hier steht nochmal, dass das hier auch wirklich Zeit braucht. Also das haben wir ja auch am Ende mit dieser Karte angezeigt bekommen, ne? Habe ich euch ja schon gesagt. Hier geht es ein bisschen um einen Prozess, den ihr jetzt zusammen durchmachen müsst. Ein Prozess, wo es auch darum geht, dass du nochmal Teile an dir heilst, die eben mit diesem Thema zu tun haben, dass dass Personengruppen dich nicht so akzeptieren, wie du bist oder eben sogar üble Nachrede und so weiter. Was das mit dir zu tun hat und was du da heilen darfst, ohne sozusagen, dass die anderen zeigen vielleicht mit dem Finger auf dich. Aber du darfst auch auf den Finger auf dich zeigen, aber in Liebe. So nach dem Motto, was muss mein Herz hier heilen, damit dass das nicht zu einem karmischen Zirkel wird, dass ich immer wieder in diese Situation komme, dass ich es mir sehr, sehr zu Herzen nehme, dass andere Leute mir übel nachreden, hinter meinem Rücken reden. Hier geht es um eine Zeit für dich, die du wirklich für dich nutzen darfst, dieses Gefühl von anderen Leute sind nicht nett zu mir zu heilen. Okay, wir tun noch eine Affirmation dazu. Das war jetzt eine sehr interessante Legung. Wenn das resoniert hat, bitte seid immer so gut und schreibt auch was dazu. Ihr habt das ja schon fröhlich das letzte Mal gemacht. Da bin ich sehr, sehr dankbar gewesen. Da haben wir auch ja haben wir gesagt, ne, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sagt dir das auch weiterhin und die richtigen Menschen finden mich. Darfst du auch immer noch gerne dazu setzen. Die richtigen Menschen finden mich. My happiness is a direct reflection of how quickly I can shift my perception from fear to love. Mein Glück ist immer davon auch abhängig, wie schnell ich meine eigene Reflexionskraft darauf lenke, dass ich keine Angst habe, sondern dass ich Liebe empfinde. Ne? Also versuche, auch wenn das manchmal wirklich schwer ist, also ich glaube, das wissen wir alle, aber es geht wirklich darum, dass du andere Menschen und nicht ausgespielt, ich meine damit nicht gespielte Fröhlichkeit, ich meine damit auch nicht andere Menschen sozusagen weiter nett und höflich zu bleiben, der lieben Harmonie wegen der lieben Harmonie so. Das meine ich damit nicht, sondern halt wirklich, dass du in deiner eigenen Größe bist und dass du dir hier, was wir hier auch mit den beiden Karten ganz doll haben, dass du dir dein eigenes Licht nicht dimmen lässt, weil andere Leute irgendwie, die haben nicht so viel Größe wie du. Sag dir das bitte immer wieder. Den Menschen fehlt es an Größe, das heißt nicht, dass es dir an Größe fehlen muss. Jede Zelle meines jede Zelle meines Körpers verehre ich. Jede Zelle meines Körpers ist wichtig, ne? Auch wenn du gesundheitliche Themen hast. Das hat so ein bisschen gesundheitliche Themen auch. Spreche auch immer liebevoll mit deinem Körper. Also auch dein Körper kannst du manchmal das Gefühl haben, der ist gerade gegen dich. Aber auch das ist immer, ne, sieh niemals deinen Körper als etwas Abgetrenntes von dir, was du nicht unter Kontrolle hast. Du hast deinen Körper unter Kontrolle, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als hätten wir ihn nicht unter Kontrolle, als würde er irgendwie gegen uns arbeiten. Wie mit Menschen ist das so. Je mehr du sozusagen dem Ganzen sozusagen Liebe schenkst und durch sozusagen diese negative Energie durcharbeitest vom ich bleibe bei mir, ich glaube an mich, alles ist gut, ich bin sicher da, wo ich bin gut so, wie ich bin, alles wird gut, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die richtigen Menschen sind immer bei mir, mein Körper wird heilen, ich heile meine Seele. Ne? So mehr du so Affirmationen und sowas sprichst, also ich habe ja extra schon mal Affirmationen hier auch auf diesem Kanal veröffentlicht, die sich aber kaum jemand angehört hat. Morgenaffirmationen waren das, glaube ich. Affirmationen hören, das ist so wichtig und das bewegt so viel in uns. Affirmationen sagen und auch einfach sonst nur anhören, während du morgens deine Zähne putzt zum Beispiel. Alles ist gut. Alles arbeitet jetzt für mein höheres Bestes, das meine ich. Es geht hier um Wachstumprozess für dich.
dass du bei dir bleibst, dass du den Glauben an dich nicht verlierst, dass du weißt, was du verdienst, nicht die um dich herum. Du musst es erst wissen und dann reflektierst du das nach außen und dann bekommst du zurück, was du verdienst. Out of this situation only good will come. Also auch aus dieser Situation heraus wird am Ende Gutes hervorgehen. Alles, ne, schreib dir auf oder sag dir, alles wird sich zu meinen Gunsten wenden. Alles ändert sich zu meinen Gunsten. Aus dieser Situation wird nur Gutes hervorgehen. Ich bin sicher. Aus dieser Situation wird nur Gutes hervorgehen. Diese Menschen, ne, aus dieser Situation, ich werde aus dieser Situation wachsen und am Ende werde ich Menschen um mich herum haben, die mich verdienen, so wie ich bin. Ich werde daran wachsen. So, jetzt machen wir noch einmal Symbole und gucken mal, was da rauskommt. So. Ah, wie süß, ich habe einen Delfin. Also wirklich, Delfin ist ja auch nochmal so, ne? Also abgesehen davon, dass die in der Gruppe gut zurechtkommen, die können aber auch mal gut alleine unterwegs sein und Delfine sind natürlich dafür bekannt, dass sie extrem, extrem fröhlich sind. Aber auch Delfine, das wird immer fröhlicher Delfin, süßer Delfin, alles süß, die neigen auch manchmal zu Mobbing. Die Delfine haben sehr, sehr viele menschliche Eigenschaften und auch in Gruppen sind die nicht immer nur nett zueinander. Aber hier ist wirklich dabei, verliere nicht deine Fröhlichkeit. Hier habe ich eine Kaffeebohne liegen. Noch. Vielleicht für die eine von euch weniger Kaffee trinken, wenn es hier um körperliche Geschichten geht. Generell ist das aber auch natürlich immer ein Symbol für Energie, Kaffee, finde ich, also für mich. Ne? Also wie du das gerade interpretierst. Wenn du jetzt daraus interpretierst, du solltest mit jemandem einen Kaffee trinken gehen und über Dinge reden, ne? Das kann natürlich auch sein. Also gerade bei den Symbolen am Ende, nimm bitte das, was dir als erstes einfällt, nicht das ich dir jetzt sage. Ich gebe nur Beispiele. Energie, ne? Schenke deinem Körper mehr Energie, schenke deinem Körper mehr Aufmerksamkeit. Und dann haben wir hier das Unendlichkeitszeichen, ne? Also Unendlichkeit, es geht hier wirklich darum, karmische Themen auch aufzulösen und wirklich mit Glaubenssätzen zu arbeiten, dass es wichtig ist für dich zu verstehen, dass das alles hier eine karmische Aufgabe für dich ist, die du jetzt lösen darfst, damit du sozusagen da wirklich daran wachsen darfst. Also hier geht es um einen Wachstumsprozess von deiner Seele und du hast das aber auch von oben geführt, hier von den Engeln und von oben auch mit dem Papst. Es geht wirklich darum, deine Engel sind bei dir, ne, deine spirituellen Führer sind bei dir. Dies ist sozusagen jetzt wieder, wir sind hier in der Schule des Lebens und du kriegst jetzt wieder mal einen Test. Ne? Und wie wächst du an diesem Test? Ne? Also lässt du dich davon unterkriegen oder bestehst du den mit einer 1? Das darfst du jetzt entscheiden. Ich wünsche dir alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir wieder so viele Kommentare hinterlässt. Alles wird zu meinen Gunsten ausgehen. Ich werde an dieser Situation wachsen. Könnt ihr mir auch gerne runterschreiben, wenn ihr merkt, dass das schon mit euch resoniert. Ne? Alles ist immer zu meinen Gunsten. Das Universum ist auf meiner Seite. I love you all. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen August und feiert einen ganz, 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 ganz tollen Geburtstag. Alles Liebe!